Keel Holding, today is our lucky day. We're gonna be the new champions, and in this street fight, It's not gonna be a street fight. It's gonna be a hardcore fight. And it doesn't matter what they bring, tables or chairs. Es ist mich alles schwanzegal. Woo! Yes. And we're gonna take those titles from around your waist. And we're gonna take them to places you've never been before. Am Wrestling selber fasziniert mich halt wirklich die Mischung aus Akrobatik, Körperleistung, Kraft. Es ist mit einer der abwechslungsreichsten Sportarten für mich. Von groß bis klein, von schmächtig bis richtig auftrainiert ist auch alles dabei. Und da ist das Faszinierende, was da für geniale Konstellationen wirklich raus entstehen können. Das ist der epische Kampf zwischen Gut und Böse. Das ist wie ein guter Actionfilm. Du weißt ja auch, dass Arnold Schwarzenegger nicht wirklich der Terminator ist. Im Film bist du fasziniert und du weißt, oh, jetzt ist er der Terminator, der alles platt machen kann. In dem Moment, wo wir im Ring stehen, sind wir halt larger-than-life-Character und präsentieren halt was dem Publikum. Und du möchtest die Story einfach weiter verfolgen. Du möchtest wissen, was passiert. Genauso ist es beim Wrestling auch. Es geht darum, die Zuschauer mit dem, was du im Ring machst, zu unterhalten. Mein Name ist Rob Graves, ich bin der Geschäftsführer von Wrestling Kult. Gegründet wurden wir 2016. Zum Wrestling selber gekommen bin ich durch meinen besten Freund damals. Das war 1998. Das war Bash at the Beach, gab es das Match von Hulk Hogan und Dennis Rodman gegen Diamond Dallas Page und Karl Malone. Das war halt mein erstes Wrestling-Match und meine erste Wrestling-Show. Und danach bin ich auch einfach wirklich schon direkt dabei gewesen. Wrestling Kult ist entstanden aus mehreren Ideen. Also ich selber wurde durch Hate, damaligen Gründer der WXW, in ein Projekt geholt. Wir kannten uns halt schon seit den Anfängen von 2000 letztendlich. Er wusste, dass ich Konzerte veranstalte, dass ich halt bei vielen Sachen schon mitgeholfen habe, ob ich ihm halt auch bei diesem Projekt helfen wollte. Und dadurch bin ich dann letztendlich auch wirklich da reingerutscht, wirklich im Euro-Wrestling-Bereich was zu machen, zu veranstalten, zu planen. Und klar, mit Wrestling Kult hat es einfach nochmal ein anderes Format, eine andere Größe angenommen. Es ist halt eine ganz, ganz große Fannähe da. Sehr viele Fans kennen einzelne Worker persönlich, teilweise sogar privat. Man kann bei uns jederzeit mit den Leuten vor und nach den Shows oder in den Pausen Fotos machen, Autogrammwünsche haben oder einfach auch ein paar Fragen stellen, was man ja alles bei den großen Ligen gar nicht machen kann. WWE ist halt der schönste Vergleich. Teilweise hat man 3 Stunden eine Raw-Show und hat irgendwo 1 Stunde In-Ring-Action. Der Rest ist halt Storytelling, irgendwelche Backstage-Segmente, zusätzlich aufgezeichnete Geschichten, irgendwas, was noch im Ring erzählt wird. Da ist es halt für uns hier wichtiger, viel im Ring zeigen zu können, als jetzt die riesen Soap-Opera zu haben. Wir haben halt nun mal jetzt nicht 15 TV-Leute, die dann irgendwelche Drehbücher schreiben, sondern das sind dann auch wieder die 2, 3, die das Ganze hier machen. Und da guckt man halt, dass man den Rahmen der Geschichten relativ klein hält und den Leuten halt möglichst viel in den Shows an Ringleistungen liefern kann. In Deutschland gibt es Wrestling, sonst wären wir heute nicht hier. Die Szene ist so gesehen noch eine relativ kleine, wenn man einfach anschaut, was die Größe angeht. Klar, wir haben 2 Ligen, die Fulltime davon leben, vom Wrestling. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele kleinere Ligen und Vereine in Deutschland. Alleine am heutigen Tag, wo wir hier sind, veranstalten 5 oder 6 Shows in Deutschland. So sieht es im Prinzip mittlerweile an fast jedem Wochenende aus. Und jeder hat durchaus volle Hallen. Also es ist die Möglichkeit da, es ist weiter im Wachstum. Und ich denke, wenn man da seinen Job gut macht, kann es auch nur noch weiter nach oben gehen. Für mich persönlich ist immer das Wichtigste,
dass wir die Leute abholen, die halt noch gar keine oder wenig Berührung mit Wrestling hatten und Eurocatch vielleicht noch gar nicht kennen. Da haben wir auch sehr, sehr gute Resonanz erhalten. Letztes Jahr schon, wo wir das erste Mal in Bochum veranstaltet haben, wo einfach mal ein gutes Drittel Zuschauer das erste Mal bei einer Euro-Wrestling-Show waren. Und ich denke, die Leute abzuholen ist viel interessanter und viel wichtiger als die festen Wrestling-Fans schon. Die kommen irgendwann auf einen, auf das Produkt zu, weil sie sagen, okay, ich suche doch noch mal was anderes. Aber wichtig ist halt wirklich für mich, die Leute abzuholen, die Neuen zu generieren, muss man da schon fast sagen. Da unten in die Ecke, ich gehe dir immer gegenüber. 15 komplette Wiederholungen. Ne? Das hier ist eine. Beim Arbeiten immer darauf achten, in welche Richtung sich die Scharniere wegbewegen. So. Aha, so. Jetzt seine 15. Hier Nummer 5. Und dann einfach verschnüren. Technik dazu findet ihr schon selbst. Also Backstage und auch mit der Crew ist es halt freundschaftlich bis familiär. Es sind alle fair miteinander. Für uns ist wirklich wichtig vom Ringträger bis zu dem größten Star im Ring letztendlich. Hier wird jeder gebraucht, damit das Produkt überhaupt funktionieren kann. You recovered from your match last week with Gail. How did this happen? Shit. It's still like that since a week. And it's fucking like blue brown. Look at this. Shit. I don't know what the fuck it is. Das Wichtigste sind die Charaktere. Wir wollen ja jetzt nicht Nachbar A gegen Nachbar B sehen, sondern wollen einfach Menschen sehen, die von der Optik, von der Größe, von der Statur einfach Sachen sehen, die nicht alltäglich sind, um vom Alltag halt wieder abgelenkt zu werden. Wir reden halt nur mal von einer Unterhaltungsform und von mehreren Stunden Spaß einfach haben. Ich denke, das ist das Wichtigste. Das Publikum ist wirklich generationsübergreifend, also auch von jung zu alt, von Mann zu Frau, da gibt es eigentlich kein festes Publikum. Wir haben ein oder zwei Großfamilien, die mittlerweile mit 4 Generationen am Ring sitzen. Das ist richtig cool zu beobachten, weil es einfach mit der Familie mitwächst, das Ganze. Von Oma über Eltern, über Geschwister, Onkel, Tante, also da sind dann schon viele Altersgruppen von einer Familie auch dabei gewesen und das ist natürlich das Schönste, wenn man es so sieht. Natürlich sind da jetzt noch über die letzten 6 Veranstaltungen einige Leute entstanden, die einfach durchgehend dabei sind. Also es haben sich Stammfans da rauskristallisiert. Da wird es langsam zum Hardcore-Fan, glaube ich. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Zentrum Altenberg-Oberhausen zu Wrestling Kult 7! Kommen wir wieder zu den Kult Tag Team Championship. Ausgetragen wird es in einem Hardcore-Match. Und entschieden durch einen von aus dem Old Town
Okay, aufgepasst, ihr Gurken aus Holland, wo auch immer ihr herkommt, ist mir scheißegal. Wir sind hier die Tag Team Champions. Warum? Das ist eine ganz einfache Sache. Wir sind die Kiel Holding, wir rocken das Haus. Hardcore ist unser. Das ist unser Ding. Hardcore, Submission, Tables, Ja, scheißegal. Die Kill Holding gewinnt jedes Match. Und jetzt reißt euch am Riemen. Und diese Gegner, die kommen aus den Niederlanden. John Baker und Vancouver. Juan Die Sieger und weiterhin die Tag Team Champions, die Kill Holding. Ja, ich bin John Klinger, ich wrestle als Bad Bones, das ist mein Charaktername. Was mache ich? Ich bin Professional Wrestler und das seit jetzt 14 Jahren. Ich war 4 Jahre alt und meine Eltern haben durch die Kanäle gesappt und sind beim Wrestling stehen geblieben. Und zu meinen Eltern habe ich gesagt, das ist genau das, was ich machen will. Ja, also ich habe den Match mit Randy Savage gesehen, ich habe Hulk Hogan gesehen und war absolut begeistert. Ich war sofort fasziniert gewesen und wollte halt immer das machen. Ich wollte sogar mein Shirt zerreißen wie Hulk Hogan, was natürlich nicht funktioniert hat mit 4 Jahren. Meine Mutter hat mir das Shirt dann angeschnitten gehabt. Ja, und ich habe es dann zerrissen. Ich habe halt einen Traum gehabt, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ja, und heute bin ich hier. Macho Man Randy Savage, von ihm war ich absolut fasziniert. Er war nicht groß, aber er hat sich immer groß gemacht. Er hat zum Beispiel auf den Zehenspitzen gestanden, um sich größer zu präsentieren. Die Kleidung, die er getragen hat, die Jacke mit den Fransen dran, das hat alles so viel hergemacht. Er war bunt, er war schillernd. Ich meine, du konntest einfach nicht wegsehen. Der war einfach so ein Typ, wo du gesagt hast, jetzt bin ich fasziniert. Der ist der Mann. Maybe I am insane, and maybe it's time for you, Jake the Snake Roberts, to find out how insane I am, yeah! Right now, yeah! Ich hab ganz lange danach gesucht, ein Wrestling-Training machen zu können. Ich habe angefangen, erst habe ich Fußball gespielt, das war nicht so mein Ding. Dann habe ich normales Ringen gemacht, war auch nicht so mein Ding, weil ich wollte halt immer in den Ring.
Und dann habe ich mir eine Schule rausgesucht, die ungefähr 2,5 Stunden von mir entfernt war. Das heißt, ich bin dann immer freitags hingefahren und freitags auch wieder nach Hause gefahren. Sonntags hingefahren, sonntags wieder nach Hause gefahren. Mein erster Eindruck war ziemlich hart, weil die haben mich erstmal auf Dojo-Matten bumpen lassen. Also der Bump, das Hinfallen lassen, wie man richtig fällt. Aber sie haben zu mir gesagt, wenn du da fallen kannst, kannst du überall fallen. Und so ist es halt tatsächlich. Die Schmerzen sind echt, die Fälle sind echt und die Schläge sind echt. Jeder Aufprall auf den Ring ist ungefähr ein Autounfall mit 30 km/h. Die einzige Sache, die beim Wrestling fake ist das Finish. Ja? Es steht vorher fest, wer gewinnt. Matches sind geskriptet. Wrestling ist immer geskriptet. Es ist halt Sports Entertainment. Wie gesagt, es geht nicht darum, wie beim UFC, dass du deinen Gegner platt machst, sondern es geht darum, die Zuschauer zu unterhalten mit dem, was du im Ring darstellst und darbietest. Da ist eine ganze Menge, was miteinander zusammenspielen muss. Du musst halt das Storytelling mit einbauen. Du musst in dem Kampf, den du selber darbietest, für das Publikum, musst du eine Story aufbauen können, die der Zuschauer, der vielleicht vorher noch nie eine Wrestling-Show gesehen hat, mitverfolgen kann. Es gehört dazu, dass du richtig sellst, dass du richtig verkaufst halt. Weil wenn du einen Schlag abbekommst und du stehst einfach nur da, glaubt dir keiner. Das heißt, dir glaubt auch keiner, dass das irgendwie wehtun könnte. Ja? Und du musst den Charakter, den du hast, wenn du einen Charakter hast, der böser ist bei seinem Auftritt, dann musst du auch der Charakter sein, sobald die Ringglocke ertönt. Du musst halt dich damit personalisieren und musst halt einfach versuchen, das für das Publikum genauso rüberbringen zu können. Die Arbeit mit dem Publikum ist ganz wichtig. Das Publikum will mit dir interagieren. Die wollen einfach dabei sein. Die sind ja da, um was zu erleben. Die wollen nicht nur sowas wie einen Kinofilm sehen, die wollen halt mit dir in dem Wrestling-Match dabei sein, und wenn es halt nur verbal ist. Wenn du der Gute bist, dann rufen sie natürlich für dich und feuern dich an, so dass du halt die Power kriegst, dass du den Bösen überwältigen kannst. Beziehungsweise wenn du der Böse bist und sie dich so sehr hassen, so abgrundtief hassen, dass sie dich nicht mal mehr sehen wollen, also dass die Reaktion so ist, dass du im Prinzip aus der Halle rausgebuht wirst, das sollte ein gutes Gimmick ausmachen. Also das Schlimmste daran ist immer, wenn keine Reaktion gezogen wird. Ja. Und im Prinzip, ob positiv oder negativ, in dem Fall siehst du, ob dein Charakter und dein Gimmick gut gewählt ist oder nicht. Können deutsche Wrestler vom Wrestling leben? Ja, definitiv schon. Aber ich würde sagen, es ist eine Handvoll, die es tatsächlich tun kann. Es gibt viele, die ich kenne, die halt auch noch einen Job nebenbei haben. Also ich selber bin ja auch Trainer in der El Snow Wrestling Academy in England. Das heißt, unter der Woche bin ich Trainer dort und reise an den Wochenenden zu den Shows. Für Privatleben bleibt momentan eher weniger Zeit, aber gut, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und auch wenn ich eine Familie habe, die stehen trotzdem 100% hinter mir. Ich meine, es ist zwar stressig, aber verdammt schön, wenn du von Stadt zu Stadt reisen kannst und den Fans eine geile Show bieten kannst. Wrestling mache ich nicht hauptberuflich. Wir sind mit Wrestling Kult ein eingetragener Verein. Das heißt, wir können jetzt nicht daraus Gelder generieren oder sowas. Selber bin ich im beruflichen Bereich als Vertriebsmitarbeiter unterwegs. Das heißt, ich reise quer durchs Land und Marketing, Werbung und Verkauf ist einfach mein Bereich. Du musst halt gut ankommen. Du musst bei den Promotern gut ankommen, du musst bei den Fans gut ankommen und du musst immer einen guten Eindruck hinterlassen. Also keine Delle im Ring hinterlassen, sondern einen guten Eindruck. Cheesy macaroni, stick your face on my pepperoni, yeah. Oh yeah. Ooh yeah. Als ich angefangen habe zu wresteln, habe ich halt nach Wrestling-Namen gesucht, nach Gimmick-Namen, die ich halt im Ring tragen kann. Und meine Tante hat mir halt dabei geholfen gehabt. Wir hatten ein paar Namen aufgeschrieben gehabt und haben darüber nachgedacht, was wir machen könnten. Und Bad Bones war im Prinzip der letzte Name, den sie aufgeschrieben hatte, bevor sie tödlich verunglückt ist. Und ja, im Prinzip trage ich den in ihren Ehren. Ich bin Maggot, bin 23 Jahre alt. Ende April diesen Jahres habe ich mich verletzt bei einem Four-Way Dance. Ich habe mich einfach nach rechts überdreht quasi und bin halt von oben auf meine rechte Schulter gefallen. Dabei habe ich mir das Schultergelenk vom Schlüsselbein selber abgerissen und dann hat mein Schlüsselbein nach oben abgestanden, also da sind die Bänder gerissen. Das ist bei einem recht simplen Move passiert und vorher sind
sehr, sehr spektakuläre, viel gefährlichere Sachen passiert, bei denen ich unversehrt davongekommen bin, alle anderen auch. Als ich auf der Schulter gelandet bin, habe ich halt sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, habe mich erstmal rausgerollt und lag draußen in einem Ring für ein paar Minuten. Dann habe ich halt die ganze Zeit versucht, meinen Arm selbstständig zu heben, habe dann versucht, mit meinem linken Arm meinen rechten hochzuziehen, was auch nicht funktioniert hat. Das erste, woran ich gedacht habe, war, bitte lass es keine Verletzung sein. Und das zweite war, hoffentlich kann ich jetzt weitermachen. Man will einfach nicht aufhören. Das ist, man wägt es ab. Aber jetzt in dem Fall mit meinem Schlüsselbein hat das einfach nicht funktioniert, weil meine Schulter tatsächlich runterhing. Ich wurde Anfang Mai dann erfolgreich operiert. Ich denke, ich werde im Herbst wieder zurück im Ring sein. Momentan sieht's recht gut aus. Lauf einfach mit voller Wucht in den Stahlseil, es ist nichts anderes. Lass dich mal aus 2 Meter auf Holzbretter werfen, es ist nichts anderes. Es ist verdammt real, was da drin im Ring passiert. Klar, nicht jeder Schlag trifft vielleicht so, wie man es erstmal sieht oder wahrnimmt, ja. Aber das Verletzungsrisiko ist immer noch sehr, sehr hoch in dem Bereich. Das ist schon real und schmerzhaft genug. Ich habe mich schon öfter verletzt. Da waren eine oder andere Verletzung dabei. Unter anderem Brustmuskelriss 2009, wo mir der Brustmuskel links komplett von der Schulter abgerissen ist im Kampf. Ich habe 5 Minuten mit der Brust noch weitergemacht, bis alles komplett schwarz war. Also die Brust war komplett schwarz, der Arm war komplett schwarz und dann konnte ich halt auch nicht mehr. Ich konnte mich nicht mal mehr abdrücken. Weil im Prinzip hing die Brust von der einen Seite auf der anderen Seite. Du kannst ja nicht einfach rausgehen, ohne das Match zu beenden, auch wenn du verletzt bist. Du willst dem Zuschauer trotzdem die Show bieten. Die haben trotzdem Geld dafür bezahlt. Und wenn du, keine Ahnung, dich nach 2 Minuten verletzt, kannst du nicht sagen, schade. Du versuchst natürlich, das Match so gut wie möglich da noch durchzuziehen. Was motiviert mich, nach Verletzten zurückzukommen? Ich gebe niemals auf. Ich will der Beste sein. Und wenn du die Nummer 1 sein willst, kannst du nicht einfach aufgeben, weil irgendwann überholt dich einer, wo du hättest selber an dem Platz sein können. Und das kann ich mit mir selbst nicht vereinbaren. Wenn du die Wille hast und die Motivation, das zu erreichen, was du willst, kannst du alles das machen, was du dir jemals erträumt hast. Aus Paris, Frankreich, ist der aktuelle Wrestling Champion, Tristan Archer.
Geh einfach hin, lass dich davon faszinieren, hab Spaß und danach kannst du urteilen. Egal was es ist, lass dir niemals von irgendjemandem sagen, dass du es niemals erreichen kannst. Denn alles das, was du erreichen willst, kannst du genauso erreichen. Denn meistens sind es die Personen, die nie was erreicht haben, die dir sagen, dass du es nicht erreichen kannst. Von daher, geh mit großen Schritten nach vorne und bereue nichts.